Möchte man als Creator den richtigen Song für seinen Content finden, kann das viel Zeit in Anspruch nehmen. Da ist es hilfreich, eine große Datenbank mit viel Auswahl und einer guten Suchfunktion an der Hand zu haben. Auch möchte man rechtlich auf der sicheren Seite sein, um sich Probleme und Papierkram zu ersparen. Deshalb zeige ich heute meine Erfahrung mit der Musikplattform Audio. Ich werde darauf eingehen, für wen Audio gedacht ist, welches Bezahlmodell geboten wird, die Benutzeroberfläche zeigen und einen Vergleich zu anderen Anbietern anstellen. Ich vertrete hier meine persönliche Meinung. Und siehst du etwas an meinen Ausführungen anders oder hast Fragen, schreib es gerne in die Kommentare. Den hilfreichsten pinne ich wie immer oben an. Aber was macht Audio denn eigentlich? Wer kennt das nicht? Dein Videoschnitt ist so gut wie fertig und nun geht es daran, den richtigen Soundtrack zu finden. Doch auch wenn es sich so anhört, weder ist royalty-free noch copyright-freie Musik rechtlich so unbedenklich zu verwenden, wie der Name den Anschein gibt. Das Thema ist komplex, doch für dich ist nur eines wichtig. Willst du etwas verwenden, was dir nicht gehört, brauchst du eine Erlaubnis. Im Falle von Musik oder Geräuschen also eine Lizenz, die dich rechtlich absichert. Hier kommen spezielle Plattformen ins Spiel und verkaufen dir diese entweder als Einzellizenz pro Song, im Abo-Modell oder, wie im Fall von Audio, praktisch alle Lizenzen auf einmal für immer. Hier kommt es lediglich darauf an, für welche Art von Content du den Song verwendest, aber dazu später mehr. Fast alle Songs von Audio sind außerdem für die Monetarisierung bei YouTube freigegeben, sodass man bedenkenlos auch Werbung und Affiliate-Links in seinen Videos nutzen kann. Im Falle von Audio ist das Lifetime-Modell für alle Video- und Content-Creator relevant, ob im privaten oder kommerziellen Bereich. Das gilt also auch für Arbeiten, die du später an deinen Kunden weiterreichst. Die Geschäftsbedingungen von Audio sind da sehr aufschlussreich. Hier findet man Erläuterungen für alle 3 Preismodelle. Audio Pro schlägt jährlich mit $199 zu Buche, deckt aber Lizenzen für jedes Medium, wie Social Media, YouTube und Konsorten, Podcasts sowie auch Ausstrahlung im Fernsehen und Kinos ab. Man merkt also, dass dieses Preismodell sich in der Tat an professionelle User richtet und die SFX Flatrate ist auch schon inklusive. Die Lifetime Music Mitgliedschaft kostet einmalig $299 und ist für alles außer TV-Ausstrahlung und Kinos gedacht. Für Creator also die richtige Wahl und das sogar, wenn der Content an Kunden weitergereicht wird. Was will man mehr? Als letztes gibt es außer den beiden vorigen Preismodellen noch die Lifetime SFX-Mitgliedschaft für weitere $199. Sie beinhaltet die komplette Sounddatenbank auf Lebenszeit, jedoch wieder mit der Ausnahme bei der Nutzung für Fernsehen und Kinos. Erwähnt wird schon hier, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handeln soll. Inwiefern das zutrifft, wird sich zeigen. Marketingseitig ist es jedoch eine kluge Wahl, ein so ungewöhnliches Preismodell anzubieten, um Aufsehen zu erregen. Denn Epidemic Sound, Artlist, Soundstripe und andere sind harte Konkurrenten. Fakt ist, dass zum Start der Plattform das Lifetime-Modell bereits für $100 weniger zu haben war. Ab und zu gibt es noch Discount-Angebote, doch diese sind selten geworden. Bist du allerdings als Kreativschaffender an der Flatrate interessiert, schau bei dem Link unten in der Beschreibung vorbei und verschaff dir schon mal einen Überblick über Audio. Solltest du dich letztlich tatsächlich dafür entscheiden, bekommst du mit dem Link sogar automatisch einen 10% Crispix-Rabatt. Arbeitest du für eine Firma, so ist der einmalige Account bei Audio für alle Mitarbeiter nutzbar, so denn das Endprodukt auch im Rahmen des Angestelltenverhältnisses genutzt wird und nicht für externe Zwecke. Audio gibt außerdem an, dass pro Woche 50 bis 100 neue Songs dazukommen. Doch bereits jetzt ist das Angebot meiner Meinung nach sehr üppig, wenngleich natürlich nicht so umfangreich wie bei den derzeitigen Platzhirschen. Als Download wird eine vollauflösende WAV-Datei geliefert. Im Vergleich zu anderen Anbietern hat Audio allerdings natürlich auch seine Vor- und Nachteile. An erster Stelle sei der Vollständigkeit halber das YouTube-Studio erwähnt. Zwar fällt es aus dem Rahmen, da es keine Lizenzen vergibt, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, seine Videos auf der Plattform mit Musik zu unterlegen. Ich selbst habe das genau einmal gemacht, um herauszufinden, dass die Möglichkeiten doch hart limitiert und für meine Belange nutzlos sind. Für den Anfang und zum Probieren aber durchaus brauchbar. Artlist und Soundstripe zum Beispiel bieten sogenannte Stamp-Tracks, die es einem ermöglichen, Soundspuren von Tracks separat runterzuladen. So kann man sich den eigentlichen Track so remixen, wie das Projekt gerade fordert. Bei Audio ist es zwar ebenso erlaubt, den Song zu schneiden und zu verändern, auf den Zugriff auf die einzelnen Spuren muss man jedoch verzichten. Auch liegt die Auswahl an Songs bei Audio derzeit bei ca. 5000 Stück und es kommt stetig mehr dazu, jedoch hat Epidemic Sound mit 30.000 derzeit die Nase vorn. Andere wie Artlist sind mit etwas über 8000 allerdings auch nicht so viel besser aufgestellt. Die Suchfunktion bei Audio ist sehr komfortabel. Tracks lassen sich nach Genre, Stimmung, Instrumentals und Musik mit Vocals, BPM oder Länge sortieren. Jedoch finde ich manchmal die Kategorisierung nicht ganz so gut gelungen. Es rutschen immer ein paar Songs mit rein, die im gesuchten Genre meiner Meinung nach nichts zu suchen haben. Letztlich sei gesagt, dass jede Plattform subjektiv gute und nicht so gute Musik hat. Die Qualität ist jedoch immer als exzellent zu bewerten. Bleibt also noch die Preisfrage. Ich habe versucht, die Angebote in einer sinnvollen Tabelle zu arrangieren, doch diese sind so unterschiedlich, dass ich hier einfach den Vergleich einzeln anstelle.
Artlist kostet bei jährlicher Zahlung für Musik und SFX $299, nur Musik $199 und die SFX-Datenbank $149. Das ist zwar kurzfristig günstiger, da auch monatliche Mitgliedschaften sinnvoll sein können, auf lange Sicht bleibt Audio jedoch der günstigere Kandidat. Bei Epidemic Sound ist man als privater User mit $120 jährlich dabei. Hier gibt es alles bis auf die Lizenzen für Fernsehen und Kino. Soundstripe macht auf Discount und bietet seine Sounddatenbank für $149 jährlich an. Und kommt das SFX-Paket dazu, sind es $249. Hier bekommt man allerdings auch noch ein Komplettpaket, welches über 70.000 Stockvideos beinhaltet und $399 jährlich kostet. Das bietet einem natürlich viele Möglichkeiten, kostet aber auch etwas mehr. Die Preisgestaltung von Music Gateway erschließt sich mir nicht so ganz, sodass ich die Plattform außen vor lasse. Sie scheinen sehr spezifische Angebote zu machen und bieten auch nützliche Tools und Cloud-Speicher an. Doch bereits der Besuch auf der Website suggerierte mir, dass ich erst viel Zeit damit aufwenden müsste, um diese zu durchdringen. Diese Zeit nutze ich lieber, um Videos zu machen. Für mich als Kreativschaffenden kam das Angebot mit dem Lifetime Membership von Audio genau zur richtigen Zeit. Ich haderte schon mit diversen anderen Anbietern, aber so richtig gefallen hat mir kein Angebot. Da ich auch gewerblich im Videobereich tätig bin und das auch noch länger sein werde, habe ich einmal die Flatrate gekauft und nun mein Leben lang Musik für meine privaten und kommerziellen Projekte ohne rechtliche Probleme. Content ist gefragt und teilweise nötig, wie nie zuvor, und für mich bedeutet das Abo eine enorme Erleichterung. Die Oberfläche ist einfach strukturiert, die Lizenzen schnell abrufbar und Angebotsvielfalt sowie Kosten-Nutzen sind für meine Zwecke einfach der Knaller. Das Besondere ist natürlich, dass ich sogar Kundenaufträge ohne Bedenken damit untermalen kann, so denn diese nicht im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen oder im Kino laufen. Aber sobald das soweit sein sollte, kann ich ja immer noch upgraden. Das war's mit meiner Meinung zu Audio. Ich hoffe, das Video hat dir bei deiner Entscheidung etwas geholfen und du schaust mal auf der Seite vorbei, denn ich finde, sie ist auf jeden Fall ein Blick wert. Stehst du auf Infos und Tipps zu Foto, Video und Creator-Know-how? Abonniere doch noch schnell den Kanal, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.